Als ich 20 Jahre alt wurde, hatte ich das Gefühl, dass mein Leben vollkommen in geordneten Bahnen verlief. Ich war mit einem wunderbaren Mann verlobt und pflegte eine enge, liebevolle Beziehung zu meiner älteren Schwester Carla, die damals 23 war. Ich glaubte stets, dass meine Familie mein sicherer Hafen sei, ein Ort, an dem Harmonie und Vertrauen unerschütterlich herrschten. Doch alles brach auf erschütternde Weise zusammen, als ich eines Tages etwas entdeckte, das eher einem Albtraum glich. Eines Abends kam ich früher als sonst nach Hause und öffnete die Wohnungstür. Nur um Carla und meinen Verlobten Lukas in einem Moment intimer Nähe zu erwischen, den ich mir niemals hätte vorstellen können. Die Enttäuschung war überwältigend. Die beiden Menschen, denen ich am meisten vertraute, hatten mich auf die schlimmste Art und Weise verraten. Es war nicht nur ein körperlicher, sondern ein tiefer emotionaler Verrat, der mein Herz in Stücke riss. Wie betäubt verließ ich die Wohnung, ohne ein Wort zu sagen, unfähig auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Die Zeit verging, doch, obwohl ich versuchte weiterzumachen, blieb der Schmerz wie eine Narbe, die niemals ganz verheilte. Das Vertrauen, das ich einst in meine Schwester und meinen Verlobten hatte, war vollkommen zerstört, und ich musste mein Leben von Grund auf neu beginnen. In dieser schwierigen Phase lernte ich Daniel kennen, einen großzügigen, erfolgreichen Mann, der zu meiner Stütze wurde. Mit der Zeit heirateten wir und wurden mit einer bezaubernden Tochter gesegnet, Isabela. Die Stabilität und das Glück, das ich mit Daniel und unserer Tochter aufgebaut hatte, gaben mir neue Kraft, mein Leben neu zu gestalten und einem tieferen Sinn zu folgen. 15 Jahre waren vergangen und nun stand ein besonderer Moment bevor. Die Hochzeit meines jüngeren Bruders Raphael. Ein freudiger Anlass, der jedoch auch Unruhe in mir auslöste, denn es bedeutete, Carla wiederzusehen. Ich wusste, dass sie bei der Zeremonie anwesend sein würde, aber ich versuchte, diesen Gedanken bis zum Tag der Feier zu verdrängen. Als es schließlich so weit war, bereitete ich mich mit besonderer Sorgfalt vor. Ich wählte ein atemberaubendes Abendkleid und fühlte mich an der Seite von Daniel und Isabela sicher, strahlend und selbstbewusst. Kaum hatten wir den Festsaal betreten, spürte ich die bewundernden Blicke, die unserer Familie galten. Wir wirkten wie das Sinnbild von Freude und Erfolg. Doch mein Herz schlug schneller, als ich Carla am anderen Ende des Saals entdeckte. Sie trug ein elegantes Kleid, aber hinter ihrer aufgesetzten Haltung war ihre innere Unruhe deutlich zu erkennen. Während des Empfangs kam sie schließlich auf mich zu und zwang ein Lächeln auf ihre Lippen. »Sarah, welche Überraschung, dich so...« Sie stockte kurz. »Nun ja«, sagte sie mit einem ironischen Unterton, der von falscher Höflichkeit überdeckt wurde. Ich blieb gelassen, hielt Daniels Hand fest und ließ meinen Blick ruhig über die Gäste schweifen. »Carla«, erwiderte ich ruhig, »schön zu sehen, dass du es geschafft hast. Ich hoffe aufrichtig, es geht dir gut.« Sie bemühte sich sichtlich, Haltung zu bewahren, doch in ihren Augen spiegelte sich eine Mischung aus Groll und Neid. Im Laufe des Abends versuchte sie mehrfach, sich mir wieder anzunähern, aber Daniel und ich blieben auf elegante Weise reserviert und bestimmt auf Abstand. Der Unterschied zwischen unseren Lebenswelten war offensichtlich und es gab keinen Raum mehr für alte Dramen. Gegen Ende der Feier, als sich die Gäste allmählich verabschiedeten, trat Carla ein letztes Mal an mich heran. »Du denkst vielleicht, du hast gewonnen«, sagte sie bitter. »Aber nur weil es dir gerade gut geht, heißt das nicht, dass ich vergessen habe, was war.« Ich holte tief Luft, sah ihr in die Augen und antwortete, »Carla, das Leben besteht aus Entscheidungen. Ich habe mich entschieden zu vergeben, weiterzugehen und etwas Echtes aufzubauen. Ich wünsche dir, dass du eines Tages auch dazu in der Lage bist.« Mit ruhigem Lächeln drückte ich Daniels Hand und ging davon. Dieser Abend war für mich ein wahrer Sieg, nicht aus Rache, sondern weil ich die Wunden der Vergangenheit endgültig hinter mir gelassen hatte. Das Leben hatte mir eine wunderbare Familie geschenkt und einen Weg voller Hoffnung eröffnet. Nichts, nicht einmal Carla, konnte mir das nehmen. Nach Raphaels Hochzeit glaubte ich, dass mein Alltag wieder in ruhige, glückliche Bahnen zurückkehren würde. Daniel, Isabela und ich verbrachten einen entspannten Familienabend, genossen die Erinnerungen an die Hochzeit und kosteten jeden Moment aus. Doch das Schicksal hatte noch eine weitere Überraschung für mich parat. 2 Wochen später beschlossen Daniel und ich, unseren Hochzeitstag mit einem romantischen Abendessen zu feiern. Wir wählten ein gehobenes Restaurant im Stadtzentrum, eines unserer Lieblingslokale.
Isabela war bei ihren Großeltern gut aufgehoben und wir freuten uns auf einen Abend nur für uns, fernab von Alltag und Verpflichtungen. Wir wurden herzlich empfangen und zu einem besonderen Tisch mit herrlichem Blick über die erleuchtete Stadt geführt. Die Stimmung war perfekt, alles deutete auf einen unvergesslichen Abend hin, doch die Ruhe wurde jäh durchbrochen. Am Eingang des Restaurants erschien ein vertrautes Gesicht. Es war Lukas, mein Ex-Verlobter. Ich erkannte ihn sofort, nicht nur an seinem Aussehen, sondern auch an der Aura des Scheiterns, die ihn zu umgeben schien. Er war in Begleitung einer Frau, doch deren Blick wirkte leer und rastlos, keinerlei Spur von Glück in ihrem Gesicht. Lukas sah abgekämpft aus, trug einen Anzug, der seine besten Zeiten lange hinter sich hatte. Daniel bemerkte meine veränderte Mimik und folgte meinem Blick. »Ist alles in Ordnung?« fragte er besorgt. »Ja, ich war nur überrascht, jemanden zu sehen, den ich kenne«, antwortete ich und versuchte, meine Fassung zu wahren. Ausgerechnet am Nebentisch wurden Lukas und seine Begleiterin platziert. Ich versuchte zunächst, ihn zu ignorieren und mich ganz auf das Gespräch mit Daniel zu konzentrieren. Doch es fiel mir schwer. Allein seine Anwesenheit rief schmerzhafte Erinnerungen wach. Ich bemerkte, wie Lukas verstohlene Blicke zu uns warf, vielleicht um herauszufinden, wie sehr mich sein Verrat verletzt hatte, oder um zu begreifen, wie ich es geschafft hatte, wieder aufzustehen. Schließlich stand Lukas auf und ging, offensichtlich mit sich ringend, auf unseren Tisch zu. Sein Gesichtsausdruck zeugte von innerem Zerfall, sein Lächeln wirkte bemüht höflich. »Sarah«, sagte er zögerlich, »ich hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen.« »Lukas«, erwiderte ich, ohne meine Überraschung zu verbergen, »was machst du hier?« Er suchte krampfhaft nach einer plausiblen Erklärung, fand jedoch keine Worte, die seine Anwesenheit rechtfertigten. »Ich wollte mich nur für alles entschuldigen. Ich sehe, dass du weitergegangen bist. Du siehst großartig aus.« »Ja, das bin ich«, bestätigte ich mit fester Stimme. »Gott sei Dank habe ich mir ein Leben aufgebaut, auf das ich stolz sein kann.« Die Frau an seiner Seite schaute ihn mit einer Mischung aus Unsicherheit und Verwirrung. Es war offensichtlich, dass die Situation für beide unangenehm war. Lukas versuchte dennoch, Haltung zu bewahren. »Ich habe mich seit damals sehr verändert. Das Leben war nicht gerade gnädig zu mir. Ich habe viel verloren.« »Das kann ich mir vorstellen«, entgegnete ich mit einem Hauch von Kälte in der Stimme. »Das Leben hat auf seine ganz eigene Weise eine Vorliebe dafür, uns Lektionen zu erteilen, nicht wahr?« Daniel legte seine Hand sanft auf meine und sah Lukas mit einer beherrschten Miene an. »Ich denke, das Vernünftigste ist, die Vergangenheit dort zu lassen, wo sie hingehört, in der Vergangenheit.« Lukas wirkte beschämt und in seinem Gesicht spiegelte sich noch deutlicher die Last der Niederlage wider. Mit einem kaum merklichen Nicken kehrte er an seinen Tisch zurück und ich verspürte augenblicklich eine Erleichterung, als ich ihn sich entfernen sah. Der Abend nahm wieder seinen Lauf und Daniel und ich unterhielten uns über diese unerwartete Begegnung und darüber, wie das Leben uns an einen Punkt geführt hatte, an dem sich trotz allem alles richtig anfühlte. Lukes Anwesenheit, so verstörend sie auch war, unterstrich nur noch mehr, wie weit ich gekommen war. Er war nun nur noch ein ferner Schatten, eine Erinnerung daran, dass die Liebe und das Glück, die ich mit Daniel gefunden hatte, wahrhaftig und kostbar waren. Am Ende des Abends, als wir das Restaurant verließen und unserem Zuhause entgegengingen, warf ich Daniel einen Blick zu und lächelte, erfüllt von tiefer Dankbarkeit. Diese Begegnung mit Lukas war wie ein stiller Beweis meiner inneren Stärke und meiner Fähigkeit, wirklich weiterzugehen. Und ich war mehr als bereit, mein Leben in Würde und mit echter Freude fortzusetzen. Letztlich hatte ich alles, wovon ich je geträumt hatte, und noch mehr. Eine liebevolle Familie, Erfolg und die Gewissheit, dass wahre Liebe jede noch so schmerzhafte Vergangenheit überwinden kann. Nach diesem unerwarteten Treffen mit Lukas zeigte sich das Leben weiterhin von seiner überraschenden, zugleich schönen und komplexen Seite. Das Gefühl, ein so schmerzhaftes Kapitel endgültig abgeschlossen zu haben, verlieh mir neue Energie für meinen Weg nach vorn. Der Alltag kehrte zurück und gemeinsam mit Daniel und Isabela setzten wir unser Leben mit noch mehr Freude fort. Das Glück, das ich in meiner Familie und in meiner beruflichen Erfüllung fand, war eine ständige Quelle der Dankbarkeit. Einige Wochen nach dieser Begegnung erhielt ich eine unerwartete Nachricht von meiner Schwester Laura.
Sie wollte sich mit mir treffen, um zu reden. Die Einladung löste in mir eine Mischung aus Nervosität und Neugier aus. Doch ich wusste, dass ich dieser Begegnung ins Auge sehen musste, um die Schatten der Vergangenheit ein für alle Mal zu besiegen. Wir verabredeten uns in einem ruhigen Café. Laura kam mit ernstem Gesichtsausdruck, von tiefem Bedauern gezeichnet. Sie wirkte verändert, weniger strahlend, mit sichtbaren Spuren von Sorgen in ihrem Gesicht. »Hallo Sarah«, sagte sie mit zitternder Stimme. »Danke, dass du gekommen bist.« »Laura«, antwortete ich und bemühte mich, ruhig zu bleiben. »Worüber möchtest du sprechen?« Sie setzte sich und begann offen zu sprechen. »Ich weiß, wie sehr ich dich verletzt habe. Wenn ich zurückblicke, wird mir bewusst, wie egoistisch und blind ich damals war. Seitdem ich mich von dir entfernt habe, musste ich viele Hürden überwinden und ich habe es zutiefst bereut. Dich dabei zu sehen, wie du dein Leben neu aufgebaut hast, hat mir klargemacht, wie viel ich verloren habe und wie wichtig du mir immer warst.« Die Ehrlichkeit in ihren Worten berührte mich, auch wenn die Narben der Vergangenheit noch immer ein Teil von mir waren. »Ich verstehe, dass du schwierige Zeiten durchlebt hast, Laura«, erwiderte ich. »Aber was zwischen uns geschehen ist, lässt sich nicht einfach ausradieren. Ich habe ebenfalls vieles durchgemacht und meinen Frieden sowie mein Glück gefunden. Was ich dir anbieten kann, ist eine neue Chance, aber mit klaren Grenzen.« Laura nickte. Ihre Miene zeigte eine Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit. »Ich möchte, dass du weißt, dass ich bereit bin, alles zu tun, um dir zu zeigen, wie sehr es mir leid tut und um dein Vertrauen zurückzugewinnen.« Und so begannen wir, unsere Beziehung Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Es war kein leichter Weg. Die Versöhnung erforderte Achtsamkeit und Geduld. Wir setzten Grenzen, um alles zu schützen, was ich aufgebaut hatte. Und gleichzeitig öffneten wir Raum für eine neue Verbindung. Das Leben hielt weiterhin überraschende Wendungen für uns bereit. Heute stehen Laura und ich an einem Punkt, an dem die Vergangenheit keine Macht mehr über uns hat. Wir gehen mit Reife und Respekt voran. An einem sonnigen Nachmittag, während ich Isabela im Garten spielen sah und Daniel an meiner Seite war, verspürte ich tiefen inneren Frieden. Ja, das Leben hatte mich herausgefordert, aber es hatte mich auch mit wertvollen Momenten und bedeutsamen Lektionen beschenkt. Laura ist mittlerweile eine gelegentliche, aber bedeutungsvolle Präsenz in unserem Leben, ein Teil der Vergangenheit, doch nun verbunden mit neuer Bedeutung, einer Zukunft, die auf Vergebung und Verständnis gründet. Der Kreis hatte sich endgültig geschlossen und ich wusste, dass ich, trotz Schmerz und Verrat, wahre Liebe gefunden hatte, eine starke Familie und eine innere Kraft, die mich durch alles getragen hatte. Manchmal schaue ich zurück und denke an den ganzen Weg, den ich gegangen bin. Was einst eine Geschichte voller Schmerz und Verrat war, wurde zu einer Reise des Erwachsenwerdens, der Überwindung und des Neuanfangs. Und so gehe ich weiter, mit leichtem Herzen und der Gewissheit, dass das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen uns immer wieder eine neue Chance gibt, von vorn zu beginnen. Kommentiere unten, was du über diese Geschichte denkst und aus welcher Stadt du uns zusiehst. Lass ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam eine große Community aufbauen können, die inspirierende Geschichten teilt. Vielen Dank fürs Zuschauen.